Hi ihr Lieben, heute geht es mal um eine ganz spezielle Hand, und zwar die Anschlagshand. Ich verspreche euch, es gibt auch noch das Video zur Greifhand. Ich würde nicht sagen, dass es zur Anschlagshand grundsätzlich oft mehr Fragen gibt als zur Greifhand. Das hält sich ungefähr die Waage. Aber ja, es sind bei der Greifhand oft Themen wie Abdämpfen oder sowas. Das heißt, es kommt ja auch alles ein bisschen zum Tragen. Warum hält man die Finger so und nicht so? Und übrigens, warum rede ich eigentlich von Anschlags- und Greifhand und nicht einfach von linker und rechter Hand? Das liegt einfach daran, das habe ich ein bisschen vom Bernd, wo ich die Videofeedbacks mache, übernommen bei seinem Kurs. Der redet ja auch immer von Greif- und Anschlagshand, und das ist tatsächlich sinnvoller als linke und rechte Hand, weil ich bin selbst Linkshänderin, spiele aber rechts. Aber stellt euch mal vor, ihr seid Linkshänder und dauernd sagt irgendeiner, ja, mit der rechten Hand stoppt ihr dann die Seiten ab und ihr guckt eure linke Hand an und denkt, hä? Muss ja nicht sein. Deswegen Anschlagshand, Greifhand ist einfach klar. Okay? Erstmal Grundhaltung, Pick. Ich mache jetzt einfach mal die Pickhaltung mit. Die ist ja auch ein Thema der Anschlagshand. Ihr habt hier eure Hand. Ah, da ist die Hand, genau. Die streckt ihr möglichst irgendwie so aus. Und dann macht ihr wie bei so einem, ja, viele sagen Pistolentrigger oder so, oder wie so ein Greifvogel, sage ich auch gerne. Beugt ihr so den Finger. Dann im nicht ganz, würde ich sagen, rechten Winkel, also rechter Winkel wäre so zu diesem ersten Fingergelenk. Ne? Also da wäre schon der Finger zu weit gekrümmt, würde ich sagen. Ich mache es meistens so, dass ich das so locker halte. Locker ist immer King beim Gitarrespielen. Am Ende ist dann der Finger so. Ihr legt das Plektrum drauf und der Daumen babscht sich drauf. Und dann habt ihr es so, möglichst nicht irgendwie so, weil da habt ihr gar keine Kontrolle. Machen auch viele. So, da stoßt ihr ultra leicht irgendwie an die Seiten. Also ruhig irgendwie so, oh, was ist das? Kommt auch ein bisschen aufs Plektrum drauf an. Ist das ein Zentimeter? Irgendwie sowas. Ne, sollten noch rausstehen. Kommt ein bisschen drauf an, was ihr macht. Bei Metal wollt ihr ja vielleicht öfter mal auch Pinch-Harmonics bewusst drin haben. Wenn ihr eher so Strumming-Kram macht, dann könnt ihr es auch ein bisschen weiter fassen. Das kommt wie bei vielem, wie wir gleich auch sehen werden, sehr drauf an, was ihr damit am Ende spielen wollt. Auf jeden Fall so finde ich eine ziemlich gute Plektrumhaltung. Dann, ganz wichtig noch, das zeige ich auch gleich nochmal an der Gitarre. Ich zeige es aber gerne jetzt mal aus der Perspektive, weil die anderen Finger, ne, das ist dann das, was man dann hier so, so sieht. Viele Leute strecken die so aus, oder ich sehe auch oft so zur Faust geballt, das ist viel zu weit. Ich mache die immer so locker, diesmal wirklich wie so ein Greifvogel, müsst ihr euch vorstellen, so ganz locker. Und jetzt, wenn ich das dann schreibe oder sage, kommen dann irgendwie eine Woche später, kommen dann die Leute, jetzt aber, wenn ich das so halte, ja, dann komme ich ja immer unten an die Seiten. Nee, dann habt ihr sie halt noch nicht genug eingeklappt. Also so sollte man eigentlich nicht mehr an die Seiten kommen. Also die Spitze ist immer das, was am weitesten rausragt. Nicht irgendwie so, weil klar, guckt euch das an, natürlich kommt ihr da an die Seiten, ne? So ist es irgendwie sehr gestreckt. Ich zeige es jetzt mal wieder an der Gitarre. Wenn ihr euch mal aufnehmt, seht ihr das auch. Das solltet ihr immer unbedingt tun. So wäre jetzt irgendwie ausgestreckt. Das sehe ich in 75% der Fälle, sagen wir mal. Ne, so. Es ist nicht falsch, weil es echt viele Leute auch machen und es auch irgendwie hinbekommen. Aber es ist irgendwie nicht so, wie ich es gerne mache. Deswegen, ja, und ich finde, immer, wenn irgendwas weggestreckt wird, entsteht irgendwie, also bei mir zumindest, irgendwie eine leichte Spannung. Und das will ich halt nicht haben. Und deswegen mache ich es halt nicht so. Wenn man jetzt zur Faust ballen würde, da würde das so aussehen. Das sieht man dann schon irgendwie, ne? Da verkrampfen sich hier irgendwie so, sieht man hier eher so Adern oder Muskeln bei vielen Leuten. Und es sieht faustig aus, finde ich. Und wenn ihr es aber ganz locker macht, dann hängen die Finger gerade so ein bisschen runter. Ich fühle gerade gar keine Spannung. Das Plektrum ist noch eine Sache, ganz leicht gehalten. Ich mache es nicht nur bei den Schülern in der Gitarren-AG, die ich unterrichte. Die sind so, ja, Jugendliche. Aber auch bei Erwachsenen mache ich oft, zieh mir das Ding doch mal raus. So, dann machen die so. Ja, und das ist einfach, weil ich halte das Plektrum halt nicht fest. Und dann mache ich nochmal, okay, jetzt drücke ich ein bisschen, jetzt halte ich es mal wirklich fest.
Ha, geht nicht mehr. Der Unterschied ist ganz, ganz klein. Aber wenn ich so ein bisschen drücke, und das merkt ihr, dann ist plötzlich eine Spannung da und die braucht ihr nicht. Also wirklich nur den Daumen ganz leicht da drauflegen und schauen, das könnt ihr bei euch selber machen, ob ihr das Plektrum easy rausziehen könnt oder nicht. Und wenn ihr es nicht easy rausziehen könnt, dann kann es sein, dass ihr vielleicht schon ein bisschen zu fest drückt. Also ganz entspannt. Ein weiterer Grund, warum ich gerne meine Hand so halte, ist, dass ich also im Prinzip Hybrid Picking auch mal ganz gerne einbaue. Oder auch sowas wie Fingerpicking. Ne? Dann sind meine Finger, wenn sie hier sind, dann habe ich irgendwie gar keine Möglichkeit, da schnell an den Seiten zu sein. Ich mache auch ganz gerne mal so einen Lick. Und das zeige ich euch demnächst mal, wie das geht. Mache ich ein kleines Tutorial vielleicht dazu. Kann man immer wieder einbauen, passt irgendwie oft. Und das setzt eben darauf, dass man auch die anderen Finger hier der Greifhand benutzt. Jedenfalls einen. Oder wenn ihr zum Beispiel so Fingerpicking-Style Country irgendwie machen wollt. Auch jetzt war es wieder ungemein praktisch, dass ich halt diese Fingerhaltung so gewohnt bin. Und da bin ich eben super easy gleich mit den Fingern zur Stelle. Wie ist es denn mit dem Dämpfen? Dämpfen ist so eine ganz beliebte Kategorie, wo Leute sagen, das passt mir irgendwie noch nicht, wie das bei mir klingt und das klingt voll doof und so. Und beim Dämpfen muss man halt wissen, da hängen halt so viele Faktoren von ab. Also erstmal, wie ist euer Sound? Also habt ihr viel Zerre drin? Ja, jetzt tendenziell habe ich ein bisschen mehr Tiefen drin, würde ich sagen. Und da klingt der halt eher so ein bisschen fum, fum, fum. Und jetzt drehe ich mal ein bisschen hier am Volume-Regler raus. Jetzt habe ich weniger Verzerrung. Hier habe ich mehr so. Und hier klingt es schon ein bisschen definierter. Also mit weniger Zerre klingt es oft weniger, es klingt oft ein bisschen definierter und irgendwie klarer. Beispiel AC/DC. Da ist kaum Zerre drauf auf diesem Sound. Auch wenn es total verzerrt klingt. Aber am Ende schlagen die halt hart in die Saiten und das ist halt ihr Sound dann. Was auch noch einen riesengroßen Unterschied macht, ist, wo ich genau abdämpfe. Vielleicht soll ich erstmal erklären, wie bei mir das Abdämpfen überhaupt aussieht. Auch das sieht bei 100 Leuten wahrscheinlich 95 Mal ein bisschen anders aus. Also erstmal grundsätzlich, wahrscheinlich kennen es die meisten von euch schon oder machen es schon richtig. Also ich dämpfe immer so hier mit der Handinnenkante. Da. Ups. Hiermit so mit der Handinnenkante. Und die liegt relativ, würde schon sagen, mit der ganzen Seite irgendwie. Liegt die über den hier hinten auf der Bridge. Und tendenziell auch nicht irgendwie von oben, also nicht so. Auch nicht so klappt es nicht, sondern es muss wirklich so ein bisschen diagonal sein. Ne? Ihr seht es so, das ist wirklich nicht so. Das Handgelenk sollte nicht abgeknickt sein. Und meine Hand kommt so von oben. Manchmal sehe ich es auch irgendwie so, weil es ja voll Sinn macht. Also wirklich jetzt. Man denkt ja immer, man muss so parallel wie möglich die Arme halten. Ne? Ist aber nicht so. Also am besten so von oben. Ich halte immer den Hals ein bisschen so tendenziell hoch. Gibt ja auch die klassische Haltung, die ich nicht, das ist einfach Geschmackssache, ob man es macht oder nicht. Ich bin halt nicht mit der klassischen Haltung groß geworden und wenn man hier so Petrucci-Lines oder sowas spielen muss, sehe ich es, macht es voll Sinn, aber für alles, was ich hier mache, habe ich immer das Gefühl, ich muss irgendwie weiter als normalerweise, wenn die Gitarre hier hängt, muss ich weiter links greifen irgendwie und das ist für mich nicht natürlich. Wie gesagt, no front. Es kann jeder so machen, wie er will. Es kommt schon drauf an, auf welcher Seite ich das Abdämpfen mache. Also ich zeige euch das gerade mal. Letztlich sieht es also so aus. Hier müsst ihr auf die Hand gucken. Man sieht es sauschlecht. Und dann lege ich auch nicht die Hand irgendwie hier oben so hin. Also manche sagen, dass auch der Bernd das irgendwie in Videos erklärt hat, aber er hält die eigentlich auch meistens so. Also es hatte sicherlich an der Stelle irgendeinen Sinn,
weil da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, es kommt voll drauf an, auch welchen Stil ihr macht. Ne? Meine Hand ist eher so nach außen gedreht, nie irgendwie so, weil da müsstet ihr ja, also schaut euch das mal an, da müsstet ihr ja hier, also eure Hand liegt hier und ihr wollt wieder hier an die Seite. Das heißt, ihr müsstet ja irgendwie so einen Halbkreis, halt so einen Halbmond über die E-Seite machen, wenn ihr irgendwas da unten machen wollt. Und wie soll denn das gehen? Also, ja? Deswegen habe ich das eher so. Mein Plektrum ist auch Geschmacksstil, Sache, was auch immer, trifft so ein bisschen seitlich auf. Auch da gibt es wieder Philosophien ohne Ende. Der eine macht so, der andere macht so. Alles gut, solange es funktioniert und so klingt, wie ihr das wollt. Also ich treffe so leicht seitlich auf die Seiten, so eben diagonal. So. Ja, nie so, sondern immer eher so von unten. Und jetzt kommt es auch noch drauf an, wo eure Hand rechts liegt. Wenn die einen Millimeter oder einen Zentimeter weiter links liegt, das seht ihr gar nicht auf dem Video, das ihr eventuell macht, oder vielleicht auch bei mir. Es macht aber schon einen großen Unterschied. Hört es euch mal an. Ich bin jetzt mal ziemlich weit rechts. Ihr habt hinten immer noch dieses ne? Und das müsstet ihr dann eigentlich abstoppen. Also ich stoppe das dann immer gerne, kommt ein bisschen drauf an. Wenn ihr wollt, dass das so ausklingt, wenn ihr so ein durchgehendes, wenn ihr das haben wollt, dann ist es alles gut. Aber wenn ihr jetzt so ein bisschen mehr Staccato oder abgehackte haben wollt, dann schaut mal auf die linke Hand, was ich jetzt gemacht habe. Dann dämpfe ich immer so mit den Fingern ab. Das heißt, da brauche ich noch die zweite Hand zur Hilfe. Mache ich eh gerne, ist aber nicht Thema dieses Videos, sondern eben des Greifhandvideos dann. Aber auch hiermit kann ich regulieren, wie abgestoppt oder wie offen das noch irgendwie klingt. Also ich gehe jetzt mal die Seite durch. Hier würde ich sagen, klingt es schon nicht mehr schön für meine Ohren oder auf gar keinen Fall so, wie ich es haben will. Da klingt es schon fast so perkussiv. Also hier würde meine Hand nie liegen. Jetzt gehe ich ein ganz kleines Stück zurück. Und sie ist so ziemlich genau da, wo ich sie haben will. Das habt ihr eben weniger, wenn ihr an der Bridge seid und ein bisschen mehr, wenn ihr näher am Hals seid. Aber wie gesagt, minimal von der Bewegung her. Deswegen da gerne viel rumforschen und rumprobieren. Und nicht für jeden ist ist ein bestimmter Sound der Idealsound. Vielleicht mögt ihr was ganz anderes, als ich mag, und das ist auch voll okay. Jetzt gibt es ja noch andere Musikrichtungen als Metal. Echt? Ja. Zum Beispiel Funk. Und beim Funk kann man halt auch auf die verschiedensten Arten dämpfen. Also da kann ich auch mit der, anderer Sound, mit der rechten Hand hingehen. Ja, klingt auch irgendwie witzig und so. Ich kann dann vielleicht ein Wah-Wah noch dazu machen hier. Und so weiter. Aber jetzt spiele ich mal quasi genau das Gleiche. Aber jetzt schwingt mal die Hand völlig frei. Und die Dead Notes, die entstehen nicht durch Palm Muting diesmal, sondern die entstehen jetzt durch das Dämpfen mit der linken Hand. Ja, eine völlig andere Sache. Es waren jetzt ungefähr die gleichen Noten. Beim ersten Mal war es, würde ich sagen, eher so ein Strophending. Also kann auch jemand drüber singen. Und das andere, das klingt halt einfach gleich viel aggressiver. Also klingt ganz anders, klingt viel aggressiver. Und ja, da habe ich jetzt gar nichts mit der Hand hier gemacht.
einfach nur durchgeschwungen. Jetzt gibt es noch zum Beispiel die Fingerpicke. Und da gibt es jetzt auch Fragen, zum Beispiel, mache ich eher so? Das ist, glaube ich, irgendwie die klassische Haltung oder so. Sicher auch cool, aber irgendwie habe ich es halt nie so gelernt und für mich klappt das auch so. Dabei liegt natürlich die Hand nicht auf, also ihr wollt ja nichts abdämpfen. Ja, da muss alles freischwingen. Kleiner Disclaimer, das, was ich euch erzähle, ist das, was für mich gut funktioniert. Das muss bei euch nicht zwingend gut funktionieren. Das sieht auch bei vielen anderen Leuten nicht so aus. Es sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Auch wie man genau dämpft, wie man die Hand hält, all das ist das, wo man am Ende diesen abgedroschenen Spruch bringt, Tone is in your fingers, weil jeder fasst die Gitarre irgendwie anders an. Das ist nicht wie beim Klavier, da drückst du drauf und ob jetzt der Oscar, der Max oder die Maria da drauf drücken, ist relativ wurscht. Also ich meine jetzt das reine Draufdrücken. Bei der Gitarre macht es jeder irgendwie, der eine hat für einen das ist ein Millimeter weiter links gemütlich und es klingt dann auch ein bisschen anders. Ne? Und dann einer drückt vielleicht minimal mehr, dafür, weiß ich nicht, legt er seine Finger halt ein bisschen weiter oder dämpft anders. Und diese Kombinationen, die machen halt das aus, was dann am Ende rauskommt. Und dass das nicht bei jedem gleich ist auch völlig fein. Deswegen erkläre ich es nur, wie es für mich sinnvoll ist. Und ihr könnt euch das dann rausziehen, könnt sagen, okay, was ein Schrott, funktioniert bei mir nicht. Sage ich auch irgendwie oft. Also zum Beispiel, wenn ich mir manche Leute angucke, keine Ahnung, Kermit wird ja eh überall durch den Kakao gezogen. Aber der spielt immer, ne, das fand ich aber früher witzig, der zeigt den Leuten immer seinen Mittelfinger beim Spielen. Und ich habe das früher auch ausprobiert, weil ich dachte, okay, es ist Kirk Hammett, ist cool. Und es hat für mich gar nicht geklappt und der macht das halt immer. Nur bei anderen Leuten sehe ich das auch, also bei Weltklasse-Leuten. Teilweise sehe ich es eben, dass sie auch so machen. Manche machen so. Solange es funktioniert, und wie der Bernd manchmal auch schon sagt, bei vielen Leuten funktioniert es auch, obwohl sie das so machen. Ne? Das fand ich ganz gut. So, das war jetzt erstmal alles so, was mir zum Thema Anschlagshand aus Schülerfragen und so weiter eingefallen ist. Hoffentlich habe ich nichts ganz Wichtiges vergessen. Meistens ist es ja so, dann hatten wir das Video gedreht, dann fällt einem nochmal was ein, was man total vergessen hat oder ihr schreibt irgendwie was rein. Zur Not mache ich halt noch ein Video, da kann man ganz viel eigentlich drüber reden, wie ihr gemerkt habt. Ich will es jetzt nicht zu lang machen, deswegen, das sind erstmal so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen, die entscheiden, ob das dann am Ende so klingt, wie ihr es haben wollt oder nicht. Wie gesagt, viel Geschmack, viel Rumprobiererei dabei und es dauert, bis man seinen Sound gefunden hat. Wie immer an der Stelle in letzter Zeit nochmal der Hinweis, ihr könnt immer noch meine Albumproduktion unterstützen, da habe ich schon einige Videos drüber gemacht, Plan immer noch im Herbst erscheinen und es ist eben kein Betrag, der fest erreicht werden muss, sondern jeder Beitrag hilft. Da würde ich mich sehr freuen, wenn mehr reinkommt, kann da über sowas wie Videos nachgedacht werden. Das wäre jetzt im Moment noch nicht so drin. Ja, schauen wir mal. Ich lasse euch damit jetzt mal alleine mit eurer Anschlagshand. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen beim Gitarreüben. Ciao!